Dieses Video ist für dich, wenn du dich immer wieder in suchtbelasteten Beziehungen wiederfindest oder schon lange in einer suchtbelasteten Beziehung bist und eigentlich dort nicht drin bleiben möchtest, aber auch nicht wirklich rauskommst und dich fragst, was ist verkehrt mit mir? Warum tue ich, was ich tue? Genau darum geht es in diesem Video. Denn das Ding ist, wenn wir solche wiederkehrenden Muster erkennen, wenn wir erkennen, jetzt bin ich schon wieder in so einer Beziehung, warum passiert mir das immer? Oder warum kann ich mich nicht trennen, obwohl ich das eigentlich will? Wenn wir uns das über Jahre hinweg vielleicht schon fragen und nichts daran verändern können, dann stellt sich oft das Gefühl ein von, mit mir ist was falsch, mit mir ist irgendwas verkehrt, das ist ja nicht normal, was ich da tue. Und da möchte ich dir gleich zu Beginn sagen, mit dir ist gar nichts verkehrt, mit dir ist alles völlig richtig. Alles, was wir tun, hat einen ganz bestimmten Grund. Wenn du mich noch nicht kennst, hi, ich bin Martina, so schön, dass du da bist. Als mehrfach zertifizierter Coach begleite ich Menschen in Suchtbeziehungen dabei, wieder gesunde, glückliche Beziehungen zu führen, zu sich selbst und zu anderen. Ich habe selber erst tatsächlich vor kurzem meinen roten Faden in meinen Beziehungsdynamiken erkannt. Ich habe bis vor ein paar Jahren in einer 7-jährigen Beziehung mit einem suchtbelasteten Partner gelebt und hatte überhaupt nicht am Schirm in meiner persönlichen Weiterentwicklung und einfach so der Reflexion, was hat dazu geführt oder wie war die Dynamik in dieser Beziehung, habe ich diesen roten Faden nie gesehen. Mir war nicht bewusst, obwohl ich seit Jahren intensiv in der Persönlichkeitsentwicklung bin, obwohl ich in Therapie war, verschiedenste Coachings gemacht habe, war dieser rote Faden einfach nie klar für mich und wurde mir auch nie aufgezeigt oder in keiner Begleitung wurde mir der Raum eröffnet, um diesen roten Faden zu erkennen. Und das ist so typisch und liegt jetzt gar nicht an den Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, an den Therapeutinnen oder Coaches, sondern Co-Abhängigkeit oder emotionale Abhängigkeit, einfach so diese Dynamiken in Suchtbeziehungen. Das ist einfach ein sehr spezielles Thema, was einfach auch kaum in diversen Ausbildungen vorkommt. Sprich, da liegt auch kein Fokus drauf und da ist auch vielleicht bei vielen gar kein Bewusstsein dafür da, sich dieses Thema, diese Dynamik speziell anzusehen. Weil das Ding ist, wenn du versuchst, dein Verhalten, deine Muster, die du im Hier und Jetzt zeigst, zu verändern, ohne dir anzuschauen, was eigentlich drunter liegt, was quasi die Wurzeln des Übels sozusagen sind, dann wird das nicht nachhaltig funktionieren. Also es wird vielleicht entweder gar nicht funktionieren oder mal so ein bisschen, aber nicht nachhaltig. Und deswegen ist es so wertvoll, sich anzuschauen, wo ist mein roter Faden? Seit wann sind diese Muster da? Welche Muster sind das eigentlich? Was wiederholt sich immer wieder? Und woher kommt das? Und bei mir war es so, dass dieser Stein ins Rollen kam, damit ich hier meinen roten Faden erkenne, durch das Thema erwachsene Kinder aus suchtbelasteten Beziehungen. Und ich habe mich nie als solches Kind identifiziert, weil mein Kontext dazu war, das bedeutet, dass entweder Vater oder Mutter suchtkrank war, was bei mir nicht der Fall war. Also habe ich mich nie als Kind einer suchtbelasteten Familie gesehen. Obwohl ich in meiner Kindheit mehrere Jahre lang mit einer suchtkranken Person in einem Haushalt gelebt habe. Und das macht natürlich etwas. Ja? Also da vielleicht schon mal die erste Perspektive für dich, wenn du dich vielleicht auch schon mit deiner Familiengeschichte beschäftigt hast und es nicht deine Eltern waren, die von Sucht belastet waren,
Schau auch mal, ob es andere Personen in deinem sehr nahen Umkreis gab, mit denen du einfach direkt im Kontakt warst und die einfach ein fixer Bestandteil deines Lebens waren. Denn was wir in der Kindheit erleben, prägt uns natürlich. Und das hat jetzt nichts mit Schuldzuweisung zu tun. Da geht es jetzt nicht darum, dass die Eltern irgendwas falsch gemacht haben. Die haben ja auch ihre Prägungen aus ihrer Kindheit. Also ich bin fest davon überzeugt, dass jeder Elternteil das Beste tut, was er oder sie kann. Aber hier einfach mal ein Bewusstsein drauf zu lenken und zu schauen, wie war denn die Situation in der Kindheit? Denn als Kinder entwickeln wir dann ganz natürlich Muster, die uns helfen, mit der Situation, in der wir uns befinden, gut umzugehen. Und gerade in suchtbelasteten Familien sind Kinder häufig überfordert, weil sie in Verantwortlichkeiten oder Rollen gedrängt werden, die gar nicht altersgerecht sind. Und da muss jetzt gar kein riesengroßes Drama irgendwie da sein. Ja? Also wir stellen uns das vielleicht oft so vor, dass wir eine tolle Kindheit hatten, wenn wir nicht verprügelt worden sind oder sonst irgendein Missbrauch stattgefunden hat. Aber was wir da oft vergessen, ist einfach die emotionale Komponente. Wenn wir als Kinder keine emotionale Sicherheit erleben, wenn unser Zuhause emotional nicht sicher ist, wenn wir nicht gesehen werden in unseren Bedürfnissen, wenn wir überfordert werden mit Verantwortlichkeiten, dann hat das natürlich einfach auch Auswirkungen. Ja? Dann entwickeln sich Muster, die ganz, ganz dienlich sind in der Kindheit, um einfach gut mit dieser Situation umzugehen, die uns dann aber im Erwachsenenalter eher im Weg stehen. Denn diese Muster, die lösen sich nicht einfach auf, wenn wir ausziehen von zu Hause. Also die nehmen wir ja mit und uns sind diese Muster in der Regel nicht bewusst. Und was mir, wie ich mir das dann so bewusst gemacht habe, dass einfach da auch in meiner Kindheit durchaus eine Suchtbelastung da war, habe ich mir dann auch alle meine Beziehungen angesehen, nicht nur die zu meinem Ex-Partner, und bin draufgekommen, hier eigentlich war in fast jeder Beziehung, in fast jeder Paarbeziehung, die ich geführt habe, Sucht ein Thema, mal mehr, mal weniger. Aber es ist echt ein roter Faden, wenn ich mir meine Paarbeziehungen anschaue. Und das hatte ich ewig lang nicht am Schirm. Und natürlich ändert das jetzt nichts an allem, was ich erlebt habe und auch jetzt per se mal nichts an meinen Mustern. Aber diesen roten Faden zu erkennen und auch zu erkennen, woher diese Muster kommen, ist extrem entlastend. Wenn du einfach draufschauen kannst auf deine Kindheit und sehen kannst, okay, damals war die Situation, wie sie war, und das hat jetzt nichts mit Schuldzuweisungen zu tun, aber dann kannst du einfach erkennen, dass jetzt im Erwachsenenalter nichts verkehrt ist mit dir, sondern dass du einfach immer noch die Muster in dir trägst, dass immer noch diese Muster ganz automatisch ablaufen, die du in der Kindheit entwickelt hast, als natürliche Reaktion auf die Situation, wie sie halt damals war. Das heißt, das ist nichts Schlechtes per se, das ist einfach der natürliche Lauf der Dinge. Dein Körper, dein System, dein Unterbewusstsein passt sehr gut auf dich und hat dir mit diesen Mustern damals einfach wirklich gute Dienste erwiesen, damit du gut durch diese Zeit kommst. Und dann stehen wir als Erwachsene da und finden uns in Beziehungen wieder, die nicht gesund sind, vielleicht immer und immer wieder, und fragen uns, warum? Wieso ist es so? Und ohne dieses Zurückschauen fehlt uns einfach ein Puzzleteil. Und das
muss jetzt nicht zwangsläufig so sein, dass wir jetzt ewig lang in der Kindheit herumwühlen müssen. Oft reicht schon diese Erkenntnis, einfach kognitiv zu verstehen, okay, damals haben sich halt solche Muster gebildet, ganz logisch, und die gehen halt nicht einfach so weg, auch ganz logisch. Ja? Und alles, was uns bewusst wird, damit können wir ja dann arbeiten. Natürlich kann es sein, wenn du das bewusst hast, wenn du deine Geschichte aufgearbeitet hast und siehst, okay, so waren die Dinge und das ist quasi die logische Erklärung für manche Verhaltensweisen von dir, dann, und du versuchst dann eben diese Verhaltensweisen zu ändern und es gelingt dir nicht, dann kann es natürlich sein, dass ja einfach noch Dinge aufgearbeitet werden müssen. Ja, dass da vielleicht einfach Gefühle da sind, die noch nie gefühlt wurden, dass vielleicht Vergebungsarbeit geleistet werden muss, dass vielleicht dein inneres Kind hier noch Bedürfnisse befriedigt bekommen muss, die damals einfach nicht befriedigt wurden. Ja. Und das Schöne ist, all das kannst du für dich selber machen. Ja. Das müssen nicht deine Eltern machen, vielleicht sind sie gar nicht mehr am Leben. Also das kannst auch du mit dir machen. Hier kann es natürlich sein, dass da einfach noch Dinge zu tun sind, aber es muss nicht zwangsläufig sein. Ja. Und vielleicht denkst du dir jetzt, okay, das ist ja auch nicht fair, sozusagen den Eltern die Schuld in die Schuhe zu schieben für all meine Probleme, die ich jetzt im Erwachsenenalter habe. Und nochmal, es geht nicht um Schuldzuweisung. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, da drauf zu schauen, dass es nicht darum geht, dass du deine Eltern oder deine Bezugspersonen ins Unrecht setzt, sondern es geht einfach um ein Hinschauen. Einfach, wie war es denn? Und deine Eltern haben wahrscheinlich getan, was sie konnten. Und das kann auch anerkannt werden in dieser Dynamik. Ja? Also es ist ja einfach nur ein Draufschauen. Das bedeutet jetzt nicht, dass du deine Eltern ins Unrecht setzen musst. Und schau da auch gerne ganz bewusst hin, wie war es denn in deiner Kindheit, wie sind denn deine Eltern oder Bezugspersonen mit deinen Bedürfnissen umgegangen, mit deinen Wünschen, mit deinen Ängsten vielleicht. Hast du dich gehört gefühlt? Hast du dich sicher gefühlt? Ja? Also nochmal, es kann trotzdem sein, dass du in der Kindheit einfach Muster entwickelt hast, die heute dazu führen, dass du die Beziehungen führst, die du führst. Denn in der Regel ist es kein Zufall, dass wir immer wieder dieselbe Art von Menschen in unser Leben ziehen. Und diese Muster, die wir halt da entwickelt haben in unserer Kindheit, die sind ja dann auch in der Regel mit gewissen Gefühlen verbunden. Und auch wenn das vielleicht unangenehme Gefühle sind, sind sie bekannt. Man spricht auch vom emotionalen Zuhause. Und unser Unterbewusstsein möchte uns immer im Bekannten halten. Bekanntes ist für unser Unterbewusstsein immer sicherer als das Unbekannte. Auch wenn wir kognitiv wissen, das ist nicht gesund, das tut uns nicht gut, immer wieder in suchtbelasteten Beziehungen zu landen. Aber wenn das uns einfach immer im Bekannten hält, dann ist es genau das, was dein sogenannter unbewusster Wille möchte. Also du hast einen bewussten Willen und sagst vielleicht, ich will eine gesunde Beziehung, ich will kein Suchtthema in meiner Beziehung haben, ich will eine glückliche, liebevolle, gesunde Beziehung. Das ist das, was du bewusst willst. Aber dein unbewusster Wille will Drama, will Situationen, wo du dich um alle kümmerst, wo du vielleicht die Kontrolle behalten kannst, vermeintlich, weil du das vielleicht einfach gewohnt bist, weil dieses Drama vielleicht einfach das ist, was du so gut kennst, wo du dich auskennst, was für dein Unterbewusstsein sicher ist. Also es gibt immer
einen Grund für die Dinge, die wir tun. Hab deshalb milde mit dir, schau mit milden Herzen auf deine aktuelle Situation, auf die Dinge, die du tust und auch auf deine Vergangenheit, auch auf deine Kindheit. Denn es ist ganz normal, dass unser Unbewusstes uns in bekannten Situationen halten möchte. Und dadurch wirst du automatisch, ganz unbewusst, von Menschen angezogen. Deswegen findest du automatisch Menschen attraktiv, die dann genau diese Herausforderungen mit sich bringen, die du eigentlich gar nicht mehr in deiner Beziehung haben möchtest. Also ich lade dich wirklich herzlich ein, schau auf deine Geschichte, schau auf deine Beziehungen, schau auf die Muster, die sich immer wieder wiederholen und schau, was das mit deiner Herkunftsfamilie zu tun hat. Denn wenn wir die Wurzel kennen, dann können wir an der Wurzel arbeiten. Und wenn du dir dabei Begleitung wünschst, ich verlinke dir meine Website unter dem Video. Schau dich da gerne mal um. Wenn es Resonanz erzeugt, trag dich für meinen Newsletter ein oder mach dir gerne einen Termin für ein unverbindliches, kostenloses Kennenlerngespräch aus. Alles Liebe zu dir.